Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Heute zeige ich euch wieder eine ganz klassische Torte, und zwar die Fürst-Pückler-Torte. Benannt natürlich nach dem bekannten Eis, das dunkelbraun, weiß und rosa aussieht. Und genauso ist auch diese Torte aufgebaut. Sie besteht aus 2 dunklen und 2 hellen Biskuitböden, einer leckeren Vanillesahne und einer Erdbeercreme und ist natürlich obenauf passend zur Erdbeerzeit dekoriert mit frischen Erdbeeren. Aber auch sonst im Jahr könnt ihr diese Torte wunderbar zu jedem Fest backen und dann dekoriert sie einfach mit kandierten Kirschen, ganz klassisch. Wir brauchen für diese Torte, wie gesagt, meinen dunklen und meinen hellen Biskuit. Jeweils das halbe Rezept. Ich verlinke euch die Rezepte hier oben und hier unten in der Infobox. Dort findet ihr auch den Link zum Rezept, zum Nachlesen und zum Ausdrucken. Ja, und für alle Neuen, die jetzt hierher gekommen sind, herzlich willkommen. Ganz toll, dass ihr alle da seid. Und für alle diejenigen, die den Kanal noch nicht abonniert haben, bitte einfach hier gerade mal tun. Denn jeden Sonntag um 10 Uhr geht hier ein neues Torten- oder Kuchenvideo online. Und damit ihr keins verpasst, einfach auch die kleine Glocke aktivieren. Dann bekommt ihr alle Benachrichtigungen, wenn ich ein neues Video hochlade. Wir starten natürlich, nachdem wir uns die Böden am Vortag vorgebacken haben, mit der Zubereitung unserer beiden Cremes, der Vanillesahne und der Erdbeersahnecreme. So, als erstes werden wir unser Steifungsmittel einweichen in kaltem Wasser. Ich habe jetzt hier 4 Blätter Gelatine, aber ihr könnt natürlich genauso gut Agatine verwenden oder Sanapart. Dann bitte einfach nach Packungsanweisung vorgehen. Sanapart gibt man einfach dazu, wenn man die Sahne herrichtet mit den Erdbeeren. Und bei der Agatine muss man meist eine Flüssigkeit aufkochen, 2 Minuten sprudeln kochen lassen und das Ganze dann ganz wie gewohnt angleichen. Also das kalte Wasser hinzugeben, das brauchen wir nachher nicht, dient nur zum Einweichen. Das jetzt gerade 5 Minuten beiseite stellen. Für meinen Erdbeerpüree habe ich tiefgekühlte Erdbeeren genommen und ich mache das immer gerne, dass ich das Ganze dann nachher nochmal probiere. Sind die Erdbeeren süß genug gewesen? Ansonsten zuckere ich noch ein wenig nach. Und ihr könnt hier auch noch etwas Likör hinzufügen, ganz nach Geschmack, was euch beliebt. Zum Beispiel einen Erdbeerlikör. Ich mache das jetzt nicht wegen der Kinder, aber in eine Fürst-Pückler-Torte gehört immer auch etwas Umdrehung. Also da könnt ihr euch so ein wenig austoben. Während unsere Gelatine einweicht, können wir uns jetzt die Sahne steif schlagen. Sie sollte gut gekühlt sein, 900 Gramm mit 5 Tütchen Sahne fest, 60 Gramm Zucker und Vanillepaste oder eben Vanillezucker, ganz nach Belieben und je nachdem, was ihr da habt. Vielleicht habt ihr auch einen Vanillelikör, sowas in der Art. Das könnt ihr auch beigeben und das schlagen wir uns jetzt erstmal an und dann schön fest. Und wenn die Sahne so ein bisschen angeschlagen ist, dann können wir uns unser Sahnefest und unseren Zucker hinzurieseln lassen. Einfach während des Schlagens. Das dauert eine Weile bei so viel Sahne und dann können wir uns auch unsere Vanillepaste hinzugeben oder das Vanillearoma oder den Vanillezucker, ganz egal. Hauptsache, sie schmeckt nachher schön vanillig. Da könnt ihr richtig was beigeben. Ich gebe jetzt hier ja so 2 bis 3 Teelöffel dazu und schlage sie mir richtig fest. Und natürlich könnt ihr das Ganze auch in der Küchenmaschine machen. Geben wir mal was dazu. 1, 2, 3 Teelöffel ungefähr. Ganz nach Geschmack. Sehr schön, unsere Sahne ist festgeschlagen. Sie sollte wirklich richtig schön fest sein, denn sie dient ja uns als Tortenfüllung und damit das Ganze dann richtig schön hält, brauchen wir schon eine feste Sahne. Wer mag, kann die Sahne auch noch etwas verfeinern mit etwas Likör. Habe ich ja vorhin schon gesagt, das darf etwas in Richtung Vanille sein, das darf in Richtung Mandel sein, das darf auch ein Erdbeerlikör sein oder es darf auch in Richtung Zitrone gehen. Das passt auch gut dazu, also da könnt ihr so ein bisschen variabel damit umgehen. Ich belasse es jetzt beim Vanillegeschmack, weil ich finde, dass eben zu einem Fürst-Pückler-Eis Schokolade, Vanille und Erdbeere gehört und genauso soll es bei mir sein. Wir werden uns jetzt einen Teil dieser Sahne abnehmen, und zwar 300 Gramm und dann daraus unsere Erdbeercreme zaubern. In der Zwischenzeit ist unsere Gelatine schön eingeweicht und schön wabbelig geworden und wir können uns die Blätter jetzt zwischen den Händen einfach ausdrücken.
und in eine kleine Schüssel oder in einen Topf geben. Dieses Wasser hier kommt weg, nicht mitverwenden. Ich löse mir die gequollene Gelatine nun in der Mikrowelle auf. Das geht in ein paar Sekunden. Bitte nicht zu heiß werden lassen, denn sie darf nicht kochen. Wenn ihr keine Mikrowelle habt, könnt ihr das Ganze auch in einem Töpfchen auf dem Herd machen. Und da ist unsere aufgelöste Gelatine und die werden wir jetzt gleich dazu nutzen, unsere Erdbeersahne schön zu steifen. Und von der geschlagenen Sahne habe ich mir jetzt 300 Gramm, so ein bisschen mehr, abgenommen und gebe jetzt einfach den Püree hinzu. Das duftet schon super lecker nach Erdbeere und Vanille. Eine schöne Kombination. Und das verrühren wir uns jetzt gerade so ein bisschen, dass wir eine schöne Erdbeersahne haben. Schön gleichmäßig. Und wer mag, kann natürlich hier auch noch frische Erdbeeren mit hineingeben. Aber das werde ich jetzt nicht machen, sondern ich werde mir jetzt 3 bis 6 Esslöffel hier in meine angerührte Gelatine rühren, damit das Ganze angeglichen wird von der Temperatur her. Denn würden wir jetzt die heiße Gelatine hier so in die Creme rühren, würde das Ganze klumpen. Deswegen müssen wir das Angleichen vornehmen. Das ist gar nicht schwierig. Wir geben uns einfach nach und nach 3 bis 6 Esslöffel jetzt hier hinzu und rühren währenddessen. Und noch einen, das reicht dann auch schon, glaube ich. Und so wird dann die Gelatine viel kühler und wir können sie ohne Probleme jetzt in unsere Sahne einrühren. Einfach gerade unterrühren, hinzufließen lassen und so kriegen wir eine schöne Erdbeersahnecreme. Und keine Sorge, wenn ihr die Creme mit Agatine steifen wollt, dann einfach die Erdbeeren mit der Agatine kurz aufkochen, 2 Minuten lang und dann die Agatine-Mischung etwas abkühlen lassen und abgekühlt bzw. auch angeglichen unter die restliche Erdbeersahne heben. So könnt ihr das auch mit einem pflanzlichen Geliermittel herstellen. Und wer das nicht möchte, der kann auch Sanapat verwenden. So. Fertig ist unsere Erdbeercreme und wir können uns ans Füllen der Torte machen. Ja, hier sind meine beiden Böden. Ich habe sie noch verpackt gehabt. Sie waren ja im Kühlschrank über Nacht, habe sie gestern gebacken. Ich habe die ganzen Böden gebacken. Ihr seht, sie haben die normale Höhe und da nehme ich mir jetzt die Hälfte einfach von ab, beziehungsweise schneide 2 Böden jeweils raus und friere mir die restlichen dann ein für eine andere Torte. Aber ihr könnt natürlich genauso gut auch jeweils die Hälfte des Rezepts verwenden. Die werden wir uns jetzt schneiden, sodass wir dann 2 dunkle Böden und 2 helle Böden haben. So, die beiden dunklen Böden sind schon geschnitten und zwar auf 1,5 cm jeweils. Und den Rest, das sind nochmal so ungefähr 3 cm Boden, habe ich mir wieder eingefroren für die nächste Torte, wie gesagt. Und genau das gleiche mache ich jetzt mit dem hellen Biskuit auf 1,5 durchschneiden. So. Und ihr seht, wunderbar, ein total fluffiger, lockerer Boden. Nochmal auf 1,5 cm und den Rest dann wieder für eine andere Torte verwenden. So. Und ihr seht, da bleibt auch noch für die nächste Torte wirklich ganz gut viel übrig. Und so haben wir jetzt insgesamt 4 Böden und die werden wir jetzt abwechselnd schichten, zusammen mit der Sahne und der Erdbeercreme. So, unser erster Boden ist auf der Tortenpappe oder Tortenplatte und wir stellen uns einen Ring darum, ziehen ihn schön fest, aber auch nicht zu fest. Ihr wisst es, Biskuit ist sehr elastisch, nicht, dass ihr ihn euch verbiegt und nachher die anderen Böden nicht reinbekommt. Ihr könnt diesen Boden natürlich auch noch tränken oder mit Erdbeermarmelade bestreichen, aber ich beschränke mich nur auf die dunklen Böden mit der Marmelade und gebe jetzt hier einfach so ungefähr 1/3 der Sahne, der Vanillesahne auf den Boden. Und deswegen muss das Ganze natürlich auch schön fest sein, damit uns die Torte nachher dann auch schön hält. Also von der übrigen Sahne ist das natürlich die Hälfte, aber insgesamt 1/3. Das streichen wir uns schön glatt.
So, wunderbar, alles ist schön gleichmäßig verstrichen. Jetzt kommt hier unser erster dunkler Boden oben auf. Einfach darauf gleiten lassen. Und schön vorsichtig etwas andrücken, dass alles schön glatt ist. Ihr könnt übrigens diesen Biskuit auch mit Schokolikör verfeinern oder irgendeiner anderen Art von Likör. Das passt zu dieser Torte besonders gut. Hier kommt jetzt unsere Erdbeercreme drauf, aber vorher werde ich den Boden noch mit etwas Erdbeerkonfitüre bestreichen. Einfach gerade so 1, 2, 3 Esslöffel können wir da nehmen und sie gerade hier schön auf dem Boden verteilen. Dann nehme ich mal wie immer meinen Spatel, der geht einfacher. Das ist übrigens ein kleiner Spatel, da kommt man ganz gut hier in so eine 24er Form rein. Dann bleibt man nicht so hängen. So, wunderbar. Das haben wir geschafft. Jetzt kommt natürlich hier unsere Erdbeercreme oben auf. Und wird auch gerade wieder schön verstrichen. Wunderbar, schön glatt. Jetzt wieder einen hellen Boden oben auf. Vorsichtig festdrücken. Und die restliche Vanillecreme, Vanillesahne oben auf. Streichen. Sollte euch das ein bisschen zu viel sein, könnt ihr auch noch ein bisschen was für außen verwenden. Gerade wieder verstreichen. Und diese Mengen, weil ich immer wieder gefragt werde, die funktionieren für eine 24er Torte, aber auch für eine 26er. Allerdings werden bei der 26er dann die Böden etwas dünner sein. Aber da müsst ihr jetzt gar nicht groß umrechnen. Da könnt ihr einfach dieselben Mengen verwenden. So, die wunderbare Sahne, die Vanillesahne schön verstreichen. Schön gleichmäßig. Je gleichmäßiger ihr arbeitet, desto gerader wird eure Torte. Und ja, sieht dann auch entsprechend natürlich schöner aus. Bei einer normalen Tortenringhöhe ist die Torte bei 24 cm Durchmesser dann wirklich richtig bis zum Rand gefüllt. Und jetzt kommt nur noch unser letzter Boden hier oben auf. Der muss ja jetzt nicht besonders in der Form sitzen. Wichtig ist, dass die Creme innen drin gekühlt wird. Und dann nehmen wir uns jetzt zweckmäßigerweise den Boden des dunklen Biskuits, weil das der geradeste Boden ist. Ja, alles ist fertig. Die Torte ist fertig gefüllt und darf jetzt erstmal kalt stehen, eine Runde. Also mindestens eine Stunde, besser natürlich 4, noch besser über Nacht. Dann hat sie sich komplett gefestigt und am nächsten Tag ist man dann auch frisch fürs Dekorieren. So, die Torte war bei mir über Nacht im Kühlschrank, natürlich schön abgedeckt mit einer Haube und sie ist wunderbar fest geworden. Ich mache das sehr gerne so, einfach deswegen, weil man am nächsten Tag frischer ist, die Torte wirklich sehr, sehr schön fest ist und man einfach viel besser damit arbeiten kann. Bei frischen Erdbeeren in der Füllung ist das natürlich nicht so anzuraten, dann wirklich am besten am selben Tag noch verarbeiten, aber wenn ein Erdbeerpüree nur drin ist, dann lässt sich das ohne weiteres so machen. Ja, und wir werden die Torte jetzt aus der Form schneiden und sie außenrum dekorieren. Wie immer öffnen wir uns hier unseren Tortenring vorsichtig, machen den so ein bisschen luftiger. Vielleicht einmal vorsichtig mit dem Messer rumschneiden. Ihr könnt natürlich auch eine Tortenrandfolie verwenden. Diese Torte löst sich sehr gut vom Rand. So. Und holen sie uns aus der Form. Oh mein Gott, was für ein wunderschöner Eindruck. Wenn die Torte so schön bei euch aussieht, könnt ihr sie ja fast schon so lassen. Es ist einfach schon so eine wunderschöne Optik. Und man könnte dann einfach hier oben Sahnehäubchen aufsetzen und mit Erdbeeren dekorieren, einen Hauch Puderzucker mit Stärke vermischt am besten, damit er nicht schmilzt. Ja, aber ich werde mir natürlich die Torte
wie immer so ein bisschen noch einkleiden mit etwas geschlagener Sahne. Einfach ein bisschen Sahne schlagen, so ungefähr. Ich schätze mal, so 300 Gramm brauchen wir schon, denn die Torte ist recht hoch. Und damit wir einfach genug haben, um alles einzudecken. Und dann machen wir noch unsere Rosetten. So, los geht's. Die Sahne ist fertig geschlagen. Und ich mache das immer so, dass ich mir die Sahne so halbwegs steif schlage, also nicht ganz, ganz knallsteif. Das mache ich nur für die Rosetten, damit das Einstreichen an der Seite einfach einfacher geht. Danach kann man sich den Rest noch ganz steif schlagen für die Rosetten dann. Wir gehen einfach mit der Palette außen rum, streichen uns erstmal eine dünne Schicht ringsherum, dass wir die Krümel binden, die vielleicht vom Biskuit noch zu sehen sind. Gehen dann vielleicht noch mal ein zweites Mal rum. Und selbstverständlich könnt ihr die Torte auch mit Schokospänen am Rand dekorieren oder mit Mandelblättchen. Also das könnt ihr ganz nach Anlass und nach Geschmack variieren. Einmal ringsrum. Alle Krümel binden. Und man könnte die Torte natürlich auch oben so dunkel lassen. Ist auch eine schöne Variante. Also da könnt ihr einfach wirklich ganz nach Belieben diese Torte auch abwandeln oder jede Torte abwandeln. So, einmal ist die Torte jetzt ringsrum schon mal eingestrichen und die Krümel sind gebunden. Das ist immer ganz wichtig, denn so ein Biskuit, der krümelt da doch so ein bisschen immer noch. Und dass man die Krümel dann nicht in der äußeren Schicht hat, machen wir uns einfach eine erste Krümelkruste sozusagen. Und genauso hier oben, da werde ich jetzt noch dekorieren. Da gehen wir auch erstmal drüber. Im Sommer könnt ihr die Torte zwischendurch auch nochmal kalt stellen, nach der Krümelkruste, und dann noch die letzte Schicht auftragen. So, einmal ist die Torte ringsrum eingestrichen. Sehr schön. Jetzt sind alle Krümel in der Sahne gebunden und jetzt können wir uns eine zweite Schicht aufgeben. Dann wird diese äußere Sahneschicht perfekt. Und ich sehe schon, wir brauchen doch noch etwas mehr Sahne hier für die äußere Sahneschicht, damit das wirklich deckt. Ich hatte jetzt 300 Gramm Sahne mir geschlagen, aber das könnten ruhig 400 sein. Und dann nochmal die Rosetten, also da müsst ihr schon nochmal ordentlich Sahne rechnen, wenn ihr die Torte außen einkleidet. Und jetzt nochmal hier die zweite Schicht. Und das machen wir jetzt so lange, bis wir zufrieden sind. Und je nachdem, was wir mit der Torte anstellen wollen, was noch drumherum kommt, ob jetzt noch krokant außenrum kommt, Mandelblättchen, Zartbitterschokolade oder was auch immer ihr euch aussucht. Und jetzt müssen wir sie natürlich noch abziehen. Das heißt, wir gehen hier mit der Teigkarte oder einer Palette, das geht auch, vorsichtig einmal ringsrum und glätten das Ganze noch. Dann gehen wir hier oben noch einmal rum und streichen die Überstände in die Mitte aus, drehen dabei immer schön. Das macht ihr einfach so lange, bis ihr zufrieden seid mit eurem Ergebnis und bis alle Löcher gefüllt sind. Das kann gut ein paar Mal so gehen, hin und her. Vielleicht nochmal die Löcher dann füllen, die entstanden sind. Hier unten vor allem entstehen oft kleine Unebenheiten und das Ganze dann einfach nochmal wiederholen. Und keine Angst, wenn ihr das nicht super perfekt hinbekommt, dann macht ihr einfach Zartbitterschokolade an die Seite und hier oben auf die Torte kommt ja noch Dekoration. So, die Torte ist soweit eingedeckt. Jetzt können wir uns an die finale Dekoration machen. Wir teilen sie uns ein und setzen dann die Rosetten und die Erdbeeren auf. Die Torte wird eingeteilt, bei mir in 16 Stücke. Ihr könnt aber auch gerne 14 verwenden natürlich. Schauen, dass der Tortenteiler in der Mitte aufsitzt und leicht eindrücken, dass wir nachher wissen, wohin dekorieren und wie schneiden. Perfekt. Ich habe mir in der Zwischenzeit auch schon meine Sahne fertig geschlagen und in einen Spritzbeutel mit der Hülle 1M gefüllt, wie immer, und spritze mir jetzt meine Rosetten auf.
Die letzte. Wunderbar. Jetzt kommen unsere Erdbeerhälften auf die Torte. Dazu am besten immer kleine Erdbeeren verwenden und sie so ein bisschen schräg ansetzen. Erdbeerhälften oder kandierte Kirschen, ganz klassisch für eine Pürst-Pückler-Torte. Das macht immer einen wunderschönen Eindruck, finde ich. Sahne, eine weiße Torte und rote Erdbeeren ist auch für jede Hochzeit, zum Beispiel für jedes Jubiläum, einfach ganz toll geeignet. Natürlich schauen, dass ihr gleiche Erdbeeren verwendet, möglichst gleich groß. Es klappt nicht immer so gut, aber einfach sich vorher die besten raussuchen und möglichst gleichmäßige verwenden. So. Und die letzte. Wunderschön. Einfach Wahnsinn. Eigentlich braucht die Torte jetzt nichts weiter. Ich werde aber noch hier in die Mitte Schokospäne geben und einen Rand außenrum spritzen und dann ist die Torte für mich fertig. Erstmal noch den Rand. Das sieht immer sehr festlich aus. Wichtig ist, dass die Sahne dabei schön steif ist. Sehr hübsch, sehr klassisch. Jetzt können wir noch hier oben unsere Schokolade aufstreuen. Wenn man das ganz exakt haben möchte, kann man sich einen Dessertring aufsetzen und dann vorsichtig hier rein tröppeln lassen. Und dann kann man natürlich noch händisch die Übergänge etwas schöner machen, so auslaufen lassen, damit das Ganze einfach schön natürlich aussieht, aber auch halbwegs kontrolliert auf der Torte landet. Wunderbar. Natürlich könnt ihr auch die Seiten noch dekorieren, aber ich lasse die jetzt so. Ich finde es so schön und werde die Torte für euch probieren. Und dann ist es die Geburtstagstorte für meinen jüngsten Sohn, der heute 12 Jahre alt geworden ist. Los geht's, wir schneiden unser Törtchen an. Sehr schön. Und da ist unsere Pürst-Pückler-Torte. Absoluter Knaller, Wahnsinn. Die Schichten wunderschön, abwechselnd, sehr lecker. Ich glaube, das Stück wird nicht auf dem Teller stehen bleiben. Es ist ein schmales Stück. Das ist immer der schönste Moment. Das Werk der Arbeit probieren und es duftet immer so lecker. Ich liebe Erdbeeren, habe ich schon gesagt bei der letzten Torte. Und ich glaube, diese ist auch sehr lecker. Und ja, langer Rede, kurzer Sinn, ich werde für euch probieren. Wunderschön, die Schichten hier in der Torte. Da braucht man wieder eigentlich eine große Gabel, um alles auf einmal zu probieren. Ich muss jetzt mal hier halbieren, weil meine Gabel klein ist. So sieht's aus. So ist die Kombination. Super lecker. Oha. Ein Erdbeertraum wieder. Erdbeer-Vanilletraum. A. Ich sag euch, super lecker. Die Böden, die verschiedenen, Schokolade, Vanille und in der Mitte die Erdbeere schmeckt man total raus. Nochmal ein bisschen was probieren. Oha, wie wunderschön sieht das aus. Wie das Fürst-Pückler-Eis. Sehr luftig schmeckt die Torte. Durch die beiden Biscuitsorten, Vanille und Schoko. Und besonders herausstechend ist die Erdbeercreme tatsächlich.
Und ich würde natürlich, wenn keine Kinder mitessen, unbedingt die Torte aromatisieren mit Likören, also die Böden tränken, unbedingt. Das gibt der Torte noch den gewissen Kick und den Drive. Auf jeden Fall ist die Torte sehr, sehr lecker, sehr ausgewogen und lohnt sich absolut zum Nachbacken. Das war die schöne Fürst-Pückler-Torte, eine wirklich tolle Torte für jeden Anlass, sehr, sehr festlich und sehr, sehr lecker. Ich hoffe, ihr werdet die Torte einmal nachbacken. Wenn ja, dann schickt mir gerne eure Fotos auf Facebook oder auf Instagram. Alle Links dazu findet ihr hier unten, wie immer in der Infobox direkt unter dem Video. Dort könnt ihr das Video auch teilen und meinen Kanal abonnieren, denn das ist kostenlos. Und dann bekommt ihr auch immer, wenn ihr die kleine Glocke drückt, die hier unten ist, auch alle Benachrichtigungen, wenn ein neues Video hochgeladen ist. Jeden Sonntag um 10 Uhr geht hier ein neues Torten- oder Kuchenvideo online, wenn nicht irgendwas Außergewöhnliches bei mir passiert oder Ferien sind. Ja, und deswegen sage ich auch, wir sehen uns nächste Woche wieder zu einem neuen Video. Bis dahin viel, viel Spaß beim Nachbacken. Macht's gut. Tschüss!